Servus, hallo liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Schauen wir uns mal das nächste Thema an beim Orchideenpflegemarathon oder wie auch immer, wie man seine Orchideen besser pflegt. Schaut mal hier, das Grauen für alle Hausfrauen, Kalkflecken oder auch Hausmänner. Hausmänner sind da auch immer pedantischer, wenn es um das Thema Kalkflecken geht. Und das ist bei Orchideen vielleicht auch gar nicht so attraktiv. Und dann denkt man sich, wie werde ich denn diese Kalkflecken los? Übrigens ein Kalkreiniger so fürs Bad oder sowas, keine gute Idee. Auch keine gute Idee oder vielleicht doch eine gute Idee. Blattglanzspray klingt auf den ersten, aus dem ersten Blickwinkel gut, ja. Oh, dann glänzt das Blatt wieder wie neu, aber hat natürlich auch durchaus seine Nachteile. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Blattglanzspray. Wenn ihr das unbedingt einsetzen wollt, dann nehmt hier eines mit Pumpsprühmechanismus und nicht mit Druck, weil sonst der Druck, das sorgt einfach dafür, dass es zu kalt ist, was da rauskommt und dann erfriert die Pflanze punktuell. Und ein kleiner witziger Hintergrund, dieses Blattglanzspray habe ich mit Sicherheit schon seit 15 Jahren mit mir in meinen Umzugkartons herum geschleppt und leider steht hier nirgends ein Produktionsdatum. Ich glaube, das war damals auch noch gar nicht so groß relevant, dass da überall irgendwo ein Produktionsdatum drauf sein muss. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieses Produkt so überhaupt noch gibt. Kann natürlich sein im Gärtnereibedarf, dass es das noch gibt, aber Blattglanzspray bei Orchideen, hier duftet es. Ja, das ist ja die Dufticus-Orchidee, aber da gibt es das demnächst, oder gab es schon das Video, je nachdem wann dieses Video erscheint. Blattglanzspray, ich muss die hier mal ein bisschen aus der Sonne nehmen. Blattglanzspray, die hat auch Kalkflecken. Müsste man vielleicht einsprühen. Blattglanzspray hat durchaus seinen Nachteil bei Orchideen. Warum? Ganz einfach. Die meisten Orchideen atmen oder haben ihre Spaltöffnungen, ihre Stoma auf der Blattunterseite. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Blätter maximal nur von oben einsprüht. Das ist schon mal der erste Punkt. Bei manchen Orchideen kann das überall sein. Je nachdem, was es für eine Orchideenart ist, könnt ihr das zum Beispiel auch bei so einer Odontoglossum gar nicht kontrollieren. Wenn ihr sagt, oh, die Blätter glänzen aber nicht und ihr sprüht hier links, rechts, überall hin, dann ist das Ganze nicht förderlich für die Pflanze. Blattglanzspray kann, wie gesagt, diese Spaltöffnungen verschließen. Und das ist genauso, wie wenn ihr euch jetzt auf den Mund klebt. Dann könnt ihr erstens nicht sprechen, ihr könnt zweitens nicht atmen und das ist schlecht für die Orchidee. Die muss ja auch irgendwie arbeiten und funktionieren können. Viel effektiver und sinnvoller ist meiner Meinung nach, wenn ihr ein ganz normales, ihr könnt auch ein Küchenkrepp nehmen oder so, aber ich finde, wenn man zu Hause schon so ein Mikrofasertuch hat, dann reicht es an und für sich aus. Wenn man das ein bisschen feucht macht, ausdrückt, dass wirklich bloß so ein bisschen feucht ist und dann geht man einfach über das Blatt. Heutzutage, die meisten werden wahrscheinlich ziemlich kalkhaltiges Wasser haben. Wenn ihr zum Beispiel Bekannten, Verwandten habt, wo das Wasser nicht so hart ist, dann empfiehlt es sich vielleicht, dass ihr da einen Kanister mitnehmt, damit ihr das dann nutzen könnt. Dann gibt es nicht so die Kalkflecken auf den Blättern und dann könnt ihr das Ganze ganz einfach abputzen. Und dann schaut die Pflanze eigentlich auch wieder schick aus. Und der Vorteil ist, wenn ihr die Blätter regelmäßig, sage ich mal, mit so einem feuchten Tuch einfach mal abwischt, dann geht auch dieser ganze Staub und Blütenstaub. In den letzten Tagen war ja so irre viele Blütenstaub unterwegs. Alles war gelb. Ja, ich habe schon aufgehört, mein Auto zu waschen. Ich habe schon nicht mehr gezählt, wie oft ich hätte das waschen müssen. Jeden Tag wäre das fällig gewesen. Und wenn ihr eure Orchidee einfach mal pflegt, hat es nämlich auch noch den nächsten Vorteil. Ihr könnt eure Pflanze anschauen und seht sofort, ob die irgendwelche Probleme hat. Und dann könnt ihr natürlich direkt eingreifen. Ja, das war der Tipp. Und da sind auch nochmal Kalkflecken. Oh, Kalkflecken. Ei. So, und dann ist die Pflanze auch wieder glücklich. Und wenn ihr das unbedingt einsetzen wollt, dann bitte nur auf die Oberseite. Aber da das Blattglanzspray wirklich so in der Luft überall herumfliegt, ihr werdet die Pflanze garantiert auch von unten verblattglanzsprayen. So, jetzt ist so langsam hier die Sonne auf der Seite. Ja, abends rückt sie immer in die falsche Richtung. Deswegen werde ich die Pflanzen jetzt wieder
in ihr geschütztes Indoor-Habitat bringen. Und dann geht es im nächsten Video um das Thema Orchideen draußen kultivieren. Ob man das jetzt schon machen kann, erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn ihr noch weitere Tipps über Orchideen wissen wollt oder ihr wollt einen direkten, schnelleren Zugriff haben auf alle Videos, die ich vorab erstellt habe und schon auf YouTube hochgeladen habe, dann müsst ihr die Kanalmitgliedschaft nutzen. Da kommt ihr direkt auf alle Videos, die es schon gibt. Zukünftig auch auf diverse Live-Veranstaltungen. Alles schon geplant. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt hier ein Herz. Wenn ihr jetzt das Geld für das Blattglanzspray gespart habt, dann könnt ihr mir zum Beispiel über meine Webseite orchideenhobby.de 1, 2, 3, 4, 5 Kaffees mit Milch oder auch mit Zucker oder beides gleichzeitig spendieren. Bis zum nächsten Video. Supportet orchideenhobby.de. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis dahin und tschüss.